Die 10 häufigsten Fragen, die deutsche Touristen über Bulgarien haben. Jetzt bleibt dran. Hallo und Zdravejte auf meinem Kanal Mr. Marcel Vlog. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute geht es darum, dass wir uns mal mit den 10 häufigsten Fragen, die deutsche Touristen, wenn sie nach Bulgarien kommen, stellen. Mein Name ist Marcel und ich bin sozusagen 50% Bulgare. Mein Vater ist Deutscher, meine Mutter ist Bulgarin und ich habe diesbezüglich auch natürlich einen familiären Hintergrund zu diesem Land. Der eine oder andere hat ja schon die vorgehenden Videos geschaut, wo ich Land und Leute vorstelle, wo ich die Wohnung vorstelle, die sich leider nicht am Meer befindet, sondern so ziemlich mittig des Landes im Südosten von Bulgarien. Bei der Recherche zu diesen Themen sind mir halt immer wiederkehrende Fragen aufgefallen, die ich zusammengestellt habe und so in einer Art Top 10 hier euch heute präsentiere. Das könnte dich natürlich auch schon in diesem Jahr betreffen, solltest du eine Reise nach Bulgarien, vielleicht sogar ans Schwarze Meer, an den berühmten Goldstrand oder Sonnenstrand geplant haben. Fangen wir mal gleich an mit der ersten Frage. Komme ich denn mit Deutsch oder mit ein paar Wörtern Englisch zurecht? Kann ich mich da orientieren? Kann ich im Restaurant bestellen? Versteht man mich überhaupt? Da sage ich ganz klar, in den touristischen Gebieten, Burgas, Varna, die vorher genannten Sonnenstrand und Goldstrand, kommt man tatsächlich mit Deutsch weiter. Denn viele Angestellte dort in den Anlagen, in den Hotelanlagen, in den Restaurants, in den Bars, können tatsächlich Deutsch, weil ja die Bulgaren, das wissen einige nicht, ziemlich deutschaffin sind. Das heißt, die Bulgaren lieben Deutschland. Sie lieben das deutsche Kulturgut und machen auch sehr oft Urlaub bei uns. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mal mit einem großen Vorurteil aufräumen, dass nun alle Bulgaren hier nach Deutschland kommen und irgendwie womöglich Bürgergeld beantragen oder dem Sozialstaat hier in Deutschland auf der Tasche liegen. Mit Sicherheit gibt es da auch den einen oder anderen, aber insgesamt ist es aus meiner Sicht nicht so. Und da kommen wir auch schon zur Frage Nummer 2. Welche Währung gibt es in Bulgarien? Kann ich mit dem Euro bezahlen? Und da gibt es eine ganz klare Antwort. Die Währung heißt bulgarischer Leva und die Umrechnung ist seit vielen Jahren festgelegt. Die schwankt also nicht im Gegensatz zu anderen osteuropäischen Währungen zum Euro oder Dollar. So kann man sagen, 1 Euro, da erhaltet ihr in Bulgarien 1,9553 Leva. Und die kleine Währungseinheit heißt Stotinki. Das muss man vielleicht auch wissen. Insgesamt kann man aber auch sagen, dass vereinzelt Euro angenommen wird, aber im Wechsel, also das Wechselgeld würdet ihr auf alle Fälle in Stotinki oder Leva bekommen. Und die Umtauschkurse, die werden dann auch von den Restaurants oder Bars und den Hotels selbst festgelegt, sodass ihr halt eben nicht diesen genannten Kurs erhaltet, sondern letztendlich zu einem wesentlich schlechteren Kurs tauscht bzw. abgerechnet werdet, sodass ich nicht empfehlen würde, mit Euro oder Dollar zu bezahlen. Aber zurück zu der Frage, ja, man kommt in Deutsch weiter. Die Menükarten sind sehr oft in 2 Sprachen oder 3 Sprachen erstellt worden, sodass ihr ohne weiteres auch in deutscher Sprache bestellen könnt. Besser ist natürlich Englisch, aber mit Deutsch kommt man in diesen Orten auf alle Fälle weiter. Ganz anders sieht es natürlich im Inland aus.
dort, wenn ihr in die Berge fahrt oder in ein einheimisches Restaurant mal einkehrt, was nicht direkt am Schwarzen Meer ist. Da wird es vielleicht ein bisschen problematischer. Frage 3: Ist denn Bulgarien wirklich das billigste Land der EU? Aus meiner Erfahrung ist Bulgarien tatsächlich immer noch das billigste Land innerhalb der Europäischen Union, wobei man es nicht verallgemeinern kann. Es hängt stark davon ab, wo ihr euch aufhaltet. An den Schwarzmeerküsten und auch in der Hauptstadt ist es wesentlich teurer als zum Beispiel in den innerländischen Städten, Inlandsstädten wie Plovdiv, Burgas, Haskovo, Pleven oder auch Stara Zagora. Oder auch nicht zu vergessen die ehemalige Hauptstadt Veliko Tyrnovo. Die allgemeinen Lebenshaltungskosten wie Strom, Wasser, Miete sind erheblich günstiger als in Deutschland. Als Beispiel zu nennen zum Beispiel Strom. Aktueller Preis 28 Stotinki. Das sind die Hälfte, müsst ihr rechnen, also 14 Cent pro Kilowattstunde. Abwasser kostet 4,90 € pro Kubikmeter, zumindest in der Region, wo meine Wohnung ist. Das sind ca. 2,50 € pro Kubikmeter. Ist auch günstiger als in Deutschland und in vielen, vielen anderen EU-Ländern. Allerdings ist zum Beispiel der Aspekt der Lebensmittel fast annähernd genauso teuer wie in Deutschland und in Westeuropa. Ich habe dazu schon ein Video gedreht, Kaufland Preischeck, verlinke ich euch mal am Ende des Videos. Frage 4: Kann ich das Leitungswasser in Bulgarien ohne weiteres trinken? Ganz klare Ansage: Nein, ich würde es nicht tun. Kauft euch dazu Mineralwasser oder halt andere Getränke. Zum Zähneputzen ist es okay, zum Duschen, zum Händewaschen, zum allgemeinen Säubern ist okay, aber ich würde es halt nicht trinken. Frage Nummer 5. Kann ich mit Kreditkarte in Bulgarien bezahlen und wie bekomme ich am günstigsten bulgarische Lever? Also man kann ziemlich häufig mit Kreditkarte bezahlen. Die haben auch schon die neuen Methoden des ohne PIN-Code zu bezahlen, die Kreditkarte da gegen dieses Gerät halten, gegen dieses Lesegerät. Und selbst in kleineren Cafés im Inland könnt ihr dies tun. Die Frage zum Beschaffen des bulgarischen Levers kann ich so beantworten, dass es natürlich von eurer Bank abhängt, welche Konditionen ihr habt. Manche Banken haben vorgeschrieben, dass man nur in der Eurozone Geld abheben kann, ohne zusätzliche Kosten. Manche Banken, dazu zähle ich auch meine Bank, die Deutsche Kreditbank, DKB, da kann man halt auch Geld abheben, kostenlos in Nicht-Euro-Ländern. Schaut da einfach mal in eure Geschäftsbedingungen rein. Beim Umtauschkurs ist Folgendes zu beachten. Wenn ihr Bargeld umtauschen wollt, dann gibt es viele Wechselstuben, Money Change. Allerdings ist in den touristischen Orten dort Vorsicht geboten. Auch an den Flughäfen wie weltweit ist dieser Kurs nicht zu empfehlen. Der schlechtesten Kurs, den ich mal gesehen habe, war 1 Euro zu 1,65 und ich sagte ja, eigentlich ist der Kurs 1 zu 1,95. Frage 6: Gibt es FKK-Strände in Bulgarien? Ja, die gibt es, allerdings nicht so häufig wie in Deutschland. Da muss man schauen. Es gibt in der Nähe vom Goldstrand einen abgelegenen Strand, es gibt in der Nähe vom Sonnenstrand von Varna und direkt Stadtstrand Burgas auch einen. Muss man halt mal bei Google Maps schauen. Frage 7: Wie ist der öffentliche Nahverkehr ausgebaut? Dazu kann ich sagen, in dem Inland ist es wirklich nicht gut ausgebaut. Es ist sogar ganz schrecklich. Überlandbusse fahren alle paar Stunden und sind zeitaufwendig
da die Straßen oftmals in einem schlechten Zustand sind, auch die Autobahnen sind oftmals in einem desolaten Zustand. In den großen Städten, Sofia, gibt es die U-Bahn, da ist weitestgehend alles schick. Auch in Varna und Burgas gibt es ein relativ dichtes Busnetz. Plovdiv hat auch gute Busverbindungen innerstädtisch. Die Preise schwanken zwischen 50 Cent und 1 Euro pro Strecke innerstädtisch. Frage 8. Wie teuer sind Mietautos? Das hängt natürlich unheimlich von der Saison ab. Wenn man in der Vorsaison oder Nachsaison reist, bekommt man ab dem Flughafen Sofia schon sehr günstige Preise. Als Beispiel zu nennen, in der untersten Kategorie viertüriger Hyundai i10. Den gab es für uns schon ab 165 Euro die Woche. Das kann aber in der Saison gleich mal um das Dreifache steigen. Da müsst ihr einfach mal schauen. Es gibt ja die einschlägigen Mietwagenportale. Ich empfehle zum Beispiel Check24 oder mietwagen.de. Zu erwähnen ist natürlich nochmal, dass ihr, wenn ihr ein Mietauto anmietet in Bulgarien, natürlich schaut, dass der in einem guten Zustand ist, sämtliche Schäden zu dokumentieren, möglichst mit dem Handy und möglichst eine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung abschließt. Frage 9. Ist es denn in Bulgarien immer warm? Natürlich nicht. Es hängt von der Region ab. Wir unterteilen in Bulgarien die nördlichen Regionen, nördlich des Balkans, Südbulgarien, die Hauptstadt, die ja auch so ein bisschen in den Bergen gelegen ist, und die Schwarzmeerküste. Und so unterschiedlich wie diese Regionen auch gelegen sind, ist halt das Klima. Im Sommer kann man allgemein sagen, es ist überall warm bis heiß. Da kann es auch mal bis 40 Grad hochgehen. Im Inland, an den Küsten ist es meist gemäßigter. Da haben wir eine Lufttemperatur so zwischen 27 und 32 Grad im Normalfall. Und die Wassertemperatur erreicht im Juli und August tatsächlich auch die 26, 27 Grad. Man kann sagen, die wärmsten Monate sind zwischen Mai und September. Und die Nebensaison ist dann halt drumherum. Der März, April sind schon im Frühling ganz nett und schon leicht warm. Der Sonnenstand ist dort auch schon etwas höher dann zu diesem Zeitpunkt als in Deutschland. Und man kann auch im Herbst noch sehr lange im Schwarzen Meer baden. Tatsächlich noch im Oktober und November ist die Wassertemperatur tatsächlich immer noch so 18 Grad bis 20 Grad. Fällt dann aber auch zum Winter ab, und die Wintermonate Januar, Februar sind halt die kältesten mit auch Minustemperaturen, wobei es am Schwarzen Meer und in Südbulgarien häufig nicht unter minus 5 Grad auch nachts fällt. Frage 10. Welche nationalen Gerichte sollte man unbedingt probieren? Meine Top 3 kommen jetzt. Auf Platz 3 ist der Schopska Salat. Den blende ich euch mal ein. Das ist ein Mix aus Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Paprika und bestreut mit weißem Schafskäse. Platz 2, die Banica. Ein gefüllter Blätterteig, meist wird dieser zum Frühstück gegessen mit verschiedenen Dingen, hauptsächlich aber auch dem weißen Schafskäse, aber manchmal auch mit dem gelben Käse, also dem Kaschkawal. Sehr lecker. Und bei mir auf Platz 1 der berühmte Moussaka. Diese Schichtauflauf mit verschiedensten Dingen, Hackfleisch, Plattennudeln, Tomaten, Gemüse und das Ganze natürlich auch überbacken mit Käse. Und Freunde, das war's schon wieder. Ich verlinke euch mal hier die Playlist über Bulgarien, die bereits existiert. Da könnt ihr euch noch jede Menge andere Videos über Bulgarien, über Häuserkauf, über Auswandern anschauen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, vielleicht sogar ein Abo.
und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, do widzenia.